Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und hier auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und in diesem Video mache ich ein Upcycling-Projekt, bei dem ich auch nähe. Und dafür habe ich mir hier schon mal diese Häkeldecke hingelegt. Mit der habe ich auch schon mal was gearbeitet. Ein Teil fehlt schon und es ist auch so als Tischdecke nicht mein Geschmack. Und dann habe ich hier noch so einen Vorhang aus Canvas, mit dem ich auch schon das ein oder andere Projekt gemacht habe. Das findest du hier auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke das mal oben rechts. Dann brauche ich noch Zeitungspapier und hier meine Stofffarbe zum Sprühen. Als erstes schneide ich mir hier aus dem Vorhang mal 2 Stoffstücke zu. Die Stücke sind 45 mal 40 cm groß. Und dann habe ich mir hier meinen Platz mit Zeitungspapier ausgelegt. Und jetzt kommt die Häkeldecke zum Einsatz. Ich teste hier die Farbe erstmal, wie der Sprühstoß ist. Und dann geht es auch schon los. Und ganz nach Lust und Laune sprühe ich jetzt die Farbe auf die Decke und der Stoff liegt ja darunter. Dieses Jahr ist ja auch wieder Batik immer noch in und angesagt und da sind ja auch oft total schöne bunte Muster zu sehen. Und ja, so einen Farbeffekt erhoffe ich mir jetzt auch gleich auf dem Stoff. So, das erste ist schon fertig und so sieht das dann aus. Und ich muss echt sagen, ich finde es super süß. Jetzt habe ich mir nicht ganz gut überlegt, wie ich das jetzt voneinander trenne, dass es nicht verschmiert. Und ja, ich schneide das jetzt erstmal aus, auch von der Häkeldecke, weil ich mir überlegt habe, dass ich mit dem Teil ja nachher auch noch was anfangen könnte. Das Ganze kommt jetzt erstmal zum Trocknen auf eine andere Stelle. Dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Stoff. Hier werde ich ein bisschen anders sprühen. Also ich muss da echt sagen, das macht richtig viel Spaß. Geht eigentlich viel zu schnell, dass man dann alles schon gesprüht hat und fertig ist. Man könnte stundenlang weitermachen. Ich habe auch noch ein paar kleinere Stücke besprüht. Die zeige ich am Ende vom Video noch kurz. Und ja, noch ein paar Akzente hier und da nochmal nachsprühen. Das sind so die Farben, die ich da hatte. Ich kann mir das aber auch super mit anderen Farbtönen vorstellen. Hier die Teile von der Decke, die schneide ich erstmal so grob zu. Das werde ich nachher noch genauer zuschneiden. Und dann kommen die beiden Teile auch erstmal zum Trocknen an ihren Platz. Die Trockenzeit ist ja so ungefähr 2 Stunden und dann muss das Ganze ja noch fixiert werden. Entweder im Ofen, bügeln oder was auch immer da auf der Anleitung steht. Und in der Zwischenzeit bereite ich schon mal den Rest der Tasche vor. Ich nähe natürlich eine Tasche. Und da brauche ich diesmal nur ein langes Gurtband, 1,10 Meter. Und die Futterstücke in der gleichen Größe. Die Futtertasche habe ich auch schon mal zusammengenäht in der Zeit, wo das getrocknet ist. Und von der Tasche lege ich die Teile jetzt einfach erstmal rechts auf rechts und nähe das dann im U zusammen. Ich nehme hier eine Nahtzugabe von 1 Zentimeter. Als nächstes lege ich mir dann die Ecken so vor mich hin, dass die Nähte, also Bodennaht und Seitennaht, aufeinander liegen und die Ecken einen rechten Winkel ergeben. Und dann lege ich halt die Mitte von dem Geodreieck auf die Naht und zeichne hier nach links und rechts von der Naht jeweils 5 cm ein, sodass sich eine Bodentiefe von 10 cm ergibt. Und das Ganze wird dann auf beiden Seiten einmal genäht. Die Ecken werden dann zurückgeschnitten, sodass ca. ein halber Zentimeter Stoff stehen bleibt neben der Naht. Und den Futterbeutel hatte ich ja schon genauso genäht. Und hier an der oberen Kante streiche ich jetzt noch die Nahtzugaben etwas auseinander und dann kommen die beiden Beutel rechts auf rechts ineinander. Hier klammere ich erstmal die Seitennähte mit den auseinandergestrichenen Nahtzugaben aufeinander und schüttel die Beutel dann so ineinander, dass das alles ordentlich passt an den Kanten. Und dann kommt das lange Gurtband an die Seitennaht.
Ich habe mich hier für ein langes Gurtband entschieden, weil ich das auch super praktisch finde, manchmal einfach nicht nur eine Schultertasche zu haben, sondern so einen Einkaufsbeutel auch einfach mal Crossbody tragen zu können. Von der Länge her passt es bei mir optimal. Das kann natürlich für dich länger oder kürzer besser sein. Das muss man einfach mal ausprobieren. Dann stecke ich die restlichen Kanten aufeinander und auf einer Seite markiere ich mir mit Nadeln eine Wendeöffnung und die Wendeöffnung ist 10 cm groß. Und dann nähe ich das Ganze einmal von Nadel zu Nadel aufeinander. Und dann kann das auch schon gewendet werden. Einfach die Beutel durch die Wendeöffnung nach außen ziehen und dann ineinander schieben und die Kanten am Bügelbrett schön flach bügeln. Und die Wendeöffnung stecke ich mit ein paar Nadeln zu und bügel dann auch da drüber und dann wird das Ganze an der oberen Kante nochmal knappkantig abgesteppt. Ja, und dann ist sie auch schon fertig. So eine einfache Beuteltasche. Ich finde das Muster super schön. Ich war echt ein bisschen schockverliebt, als ich das gesehen habe, das Ergebnis. So toll hatte ich es mir nicht vorgestellt. Aber jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, was ich mit der Häkeldecke mache. Häkelsachen sind ja auch super angesagt, sieht man als Oberteile, aber auch Taschen und so. Und deshalb habe ich gedacht, da mache ich auch noch was draus. Aber nur allein der Häkelstoff stelle ich mir jetzt als Tasche etwas zu instabil vor. Deshalb habe ich mir ja hier noch Teile aus Jeans zugeschnitten und werde jetzt halt die gleichen Maße wie von der Beuteltasche eben so zusammensetzen, dass die, also das Häkelstück mit der Jeans die gleiche Größe ergibt im Endeffekt. Also ich nähe den Beutel jetzt einfach nochmal in einer anderen Optik. Und von der Technik her musste ich auch ein bisschen anders arbeiten, weil einfach dieses Gehäkelte instabil ist. Aber jetzt geht es erstmal mit den Außenteilen weiter und an oberen Teil kommt der schmale Streifen und am Boden der breitere. Die Maße hatte ich ja vorhin hier ins Video geschrieben und die ganzen Teile werden jetzt rechts auf rechts gelegt und an den Kanten aufeinander genäht. Ich habe hier wieder 1 cm Nahtzugabe genommen und nähe das erstmal so aufeinander und klappt dann anschließend die Nahtzugabe direkt auf die Seite von der Jeans und steppt das Ganze nochmal knappkantig ab. Ich nähe hier nicht Innen- und Außenbeutel separat, weil mir das einfach zu instabil ist, wenn ich nur das Gehäkelte rechts auf rechts aufeinander nähe. Deshalb nähe ich jetzt halt Innentasche und Außentasche an der oberen Kante rechts auf rechts, bügel das dann um und nähe die Teile dann links aufeinander und versäuber das Ganze. Ich habe jetzt also nur noch 2 Schnittteile. Die lege ich jetzt rechts auf rechts aufeinander und stecke das zusammen. Ich habe dann sichtbar halt die Overlock-Nähte im Inneren, aber dafür ist die Tasche stabil genug. Ich habe den Innenstoff hier übrigens aus 2 Stoffen halt zugeschnitten, weil ich nicht mehr genug von dem Weißen hatte. Am liebsten hätte ich nur das Weiße genommen, weil das Häkelmuster da natürlich am besten zur Geltung kommt mit dem weißen Hintergrund. Aber so habe ich es halt zugeschnitten, dass hinter dem Gehäkelten halt weiß ist. Und dann kann ich das Ganze auch schon wenden. Und ich finde, das sieht gut aus und ich werde die Tasche jetzt einfach so lassen und keine Bodentiefe mehr mit einnähen. Deshalb kann ich hier direkt mit dem Gurtband weitermachen. Ich werde hier auch wieder so eine Crossbody-Tasche draus nähen und jetzt nähe ich das Gurtband einfach von innen,
gegen die Nahtzugabe von der Tasche. Klappt die dabei auseinander und dann ist das Ganze auch nochmal gut gesichert. Ich nähe den Gurt einfach mit so einem Rechteck fest und anschließend steppe ich das Ganze dann nochmal oben knappkantig ab. Das sind die Stoffe, die ich mir für ein Kosmetiktäschchen zugeschnitten habe. Und besprüht, hier habe ich die Bordüre benutzt und ich bin wirklich immer wieder erstaunt, wie klar dieses Muster rüberkommt. Und hier seht ihr nochmal die beiden Taschen nebeneinander. Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, welches mir besser gefällt, welche Tasche. Welche gefällt dir besser? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, mein Video hat dir gefallen und freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch vielleicht heute, um kein Video mehr zu verpassen. Das Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. In meinem Shop biete ich auch einige Freebooks an, die natürlich kostenlos sind und auch viele Taschenschnittmuster. Vielleicht hast du ja Lust, mal reinzuklicken. Ich freue mich darüber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!